So, jetzt gibt es die dritte und letzte Aufgabenstellung. Hängt ein bisschen zusammen. Vielleicht auch ein Raum für humorvolle Dinge. Ungeeignete Aufgabenstellung für FMEA. Was geht nicht mit FMEA? Was sollte man nicht tun, weil es nicht funktioniert, dieses Modell? Jo, was geht nicht in der FMEA? Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Also ganz klar, die FMEA ist kein Requirement Management Tool. Ich brauche die Requirements, damit ich darauf ein Konzept aufbauen kann. Und gerade so ganze Sachen, jetzt heute Morgen ist auch schon ein bisschen angeklungen, mit den ganzen Schnittstellen zum irgendwas anmontieren. Das sind so boring FMEA, Schnittstelle nicht auf Kundenseite angepasst. Hey, da mache ich eine Checkliste davor, das wird morgen auch mit dem Rick unser Thema sein. Die FMEA ist auch kein Entwicklungstool, es ist ein Analysetool, Fehler-, Möglichkeits- und Einflussanalyse. Ich analysiere ein bestehendes Konzept, aber ich entwickle nicht ein Konzept. Und FMEA ist kein Tool für multikausale Ursachen. Also wenn das und das und das und das noch zusammenkommt, dafür sind wir dann unterwegs mit Fehlerbaum oder mit Design of Experiments. Ja, also ungeeignete Aufgabenstellung, da sind mir so Klassiker eingefallen aus der persönlichen Erfahrung. Und also da sind mir Klassiker aus der Erfahrung direkt eingefallen, und zwar die FMEA möglichst spät zu nutzen als Reaktion. Das geht gar nicht. FMEA ist eine Methode zur Prävention und nicht als Prüfung oder zur Reaktion. Das geht überhaupt nicht. Und was absolut gar nicht geht, das ist eine FMEA irgendwo im Keller nebenbei zu machen, ein Stück Papier oder Excel zu befüllen mit irgendwelchen Daten oder Zeugs, nur um ein Alibi zu haben, wenn denn hätte, könnte, Fahrradkette, mal was passiert, ohne Mehrwert und Zeit und Kosten. Und letztendlich, was ich auch oft erlebe, eine FMEA zu nutzen, um zu prüfen, ob die Teilnehmer ihren Job richtig gemacht haben. Also Werkerschulung, was 50–60% der Prozess-FMEAs frisst, da sage ich mir absolutes No-Go. Dafür ist HR zuständig, die richtigen Leute einzustellen. Wir gehen davon aus, dass sie ausgebildet sind, die Leute, die am Tisch sitzen und wertschätzende Beiträge zu liefern haben. Ich muss nicht hinterfragen, ob die Beiträge fachlich richtig sind. Und zum Schluss, FMEA alleine durch den Moderator machen zu lassen, ja, das macht dann der da hinten und dann haben wir ja was und ich bin raus als Entwickler, auch ein No-Go. FMEA wird nie allein gemacht. Okay, also die FMEA ist auf jeden Fall nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja, da gab es einen schönen Artikel neulich auch in der FMEA konkret. Was man nicht machen kann, ist ein bisschen schwierig. Man kann so ziemlich alles mit der FMEA machen. Es ist halt eine Vergewaltigung der Methode dann. Ja. Ich würde auf keinen Fall damit Anforderungsmanagement machen. Ich würde damit versuchen, auch keine Mehrfachfehler abzufrühstücken. Das geht einfach nicht vernünftig, das wird nichts. Was wo ich der festen Überzeugung bin, besondere Merkmale kann man auch nicht in der FMEA finden. Man kann sie vielleicht mit dem FMEA-Team finden, aber nicht mit der FMEA. Ist meine Meinung. Und man kann auch nicht erwarten, dass man alle erdenklichen Fehler findet. Ja, wo ich also auch schon oft drauf gesagt habe, ja, man soll alle Fehler finden. Das wird nicht funktionieren, ja, sondern man kann damit vernünftig agieren, aber man kann eben nicht alles damit finden. Das ist wahrscheinlich auch keine neue Erkenntnis, oder? Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch weiter sagen soll. Keine Vergewaltigung. Danke. Ganz herzliches Dankeschön, dass ihr da mitgemacht habt.